Geht miteinander, mein Name ist Marcel und heute zeige ich euch mal ein ganz generisches Anime- bzw. Manga-Gesicht innerhalb von ein paar kleinen Schritten zeichnet. Also fangen wir erstmal an mit dem Material, was wir dazu brauchen werden. Für diese Zeichnung brauchen wir eigentlich nicht viel mehr, außer einen Bleistift, ein Radiergummi und ein Blatt Papier. Keine teuren Copic-Marker, kein Grafiktablet, nichts, was nicht jeder daheim hat. Auch wenn ihr vielleicht nicht so viel Übung habt, was Zeichnen angeht, schnappt euch doch einfach mal ein Blatt Papier, einen Stift und macht mit. Es macht Spaß, glaubt mir. Jeder kann zeichnen. Meine Abonnenten kennen meine Vorgehensweise eigentlich schon. Ich bin kein großer Fan davon, seine Zeichnung sofort auszuarbeiten, deswegen fange ich mit simplen Guidelines an. Auch wenn ich privat selbst zeichne, benutze ich immer Guidelines. Und die erste Guideline, die man immer benutzt, ist ein Kreis für den Kopf. Und unter diesen Kreis setzen wir dann einfach einen Strich, gerade um uns eine Markierung für die Wangen zu machen. Als nächstes ist das Kinn an der Reihe. Das zeichnen wir ganz klein mit einem Punkt ein und den verbinden wir dann mit dem Kreis. Schaut euch diesen Prozess ruhig mehrmals an. Das gilt für vieles in diesem Video. Wenn es euch zu schnell ist, einfach pausieren und nochmal von vorne anschauen. Glaubt mir, das hilft. Also, mit den Guidelines sind wir schon fertig. So schlimm war das doch gar nicht. Fangen wir nun an mit dem eigentlichen Gesicht, also Auge, Mund und Nase. Und ich fange hier mit dem Mund an. Weil er so breit grinst, habe ich zuerst die Oberlippe schön geschwungen eingezeichnet. Zeichnen Sie am besten auch geschwungen, das kommt viel authentischer rüber. Daraufhin habe ich die Zähne eingezeichnet und danach verschiedene Stellen im Mund geschwärzt, um eine Zunge anzudeuten. Die Nase ist eigentlich nur ein kleines Dreieck, da gibt es nicht viel zu zeichnen. Was aber wirklich wichtig ist und womit viele Probleme haben, sind die Augen. Aus diesem Grund zeichnen wir uns hier 2 Guidelines. Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Zeichnet die Augen vielleicht zuerst als Ovale oder Kreise ein. Auf die Art und Weise sind sie beide ungefähr gleich groß, bevor ihr sie zeichnet, und sie werden nicht so unterschiedlich. Das ist nämlich ein Problem, den ich bei sehr vielen Manga-Augen sehe. Typisch für Manga-Charaktere, egal in welcher Genre, ist es, immer sehr fett bei den Augen zu schraffieren. Deswegen setze ich einen richtig dicken Balken über die Augen und links und rechts jeweils neben das Auge setze ich dann ein Dreieck. Das schraffiere ich später natürlich auch noch aus. Als nächstes ist die Iris dran. Die zeichnen wir ganz einfach als Kreis ein. Und in die Iris zeichnen wir dann jeweils einen Punkt. Momentan sieht er noch aus, als hätte er einen ziemlichen Psychoblick drauf. Deswegen schwärzen wir die obere Hälfte von seiner Iris einfach komplett schwarz. Um eure Zeichnung ein bisschen zu verbessern, könnt ihr es so machen, wie ich es euch vorhin gesagt habe. Immer schön viel schwärzen. Das gilt für wirklich jeden Teil von den Augen. Und danach könnt ihr so Sachen wie zusätzliche Wimpern, Highlights, Augenbrauen mit dazu zeichnen, gerade dass eure Zeichnung etwas detaillierter ist. Und danach können wir weitermachen mit dem nächsten Schritt. Und das wären die Haare. Bevor ich mit den Frisuren anfange, setze ich mir immer einen Punkt, damit ich weiß, welchen Scheitel ich haben möchte. Seitenscheitel, Mittelscheitel, überhaupt einen Scheitel. Das sind Sachen, die überlege ich mir immer, bevor ich die Frisur zeichne. Und von diesem Punkt aus, den ich hier für den Scheitel setze, zeichne ich dann immer die Strähnen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man bei seinen Zeichnungen Variationen einbringt. Zeichnet mal eine wirklich dicke Strähne, eine etwas dünnere und eine ganz dünne. Wenn ihr so ein bisschen Willkür in euer Bild mit reinbringt, kommt das natürlich immer ganz gut an. Bedenkt dabei aber, dass die Strähnen links vom Scheitel natürlich auch nach links zeigen, und genauso gilt das auch für die Strähnen, die rechts vom Scheitel sind. Die Strähnen, die ungefähr auf Augenhöhe liegen, fallen ganz lässig nach unten. Und die Strähnen, die über Augenhöhe liegen, ja, für die zeichnen wir einen neuen Scheitel erneut mit dem Punkt ein. Anime-Charaktere sind dafür bekannt, dass sie sehr stachelige Haare haben. Aus diesem Grund zeichnet die Haare auch einzeln so. Jede Strähne ist ein riesiger Zacken. Könnt ihr euch so vorstellen. Wichtig hierbei ist aber ein Fehler, den ich sehr oft bei Haaren sehe. Leute zeichnen Haare immer sehr langsam und mit Bedacht. Das stimmt gar nicht. Ihr müsst hierbei nicht großartig nachdenken. Nehmt euren Bleistift und zeichnet die Strähne einfach aus dem Handgelenk. Ganz egal wie das wird, ihr könnt es ja später immer noch ausradieren. Kommen wir jetzt einfach mal zu dem Rest, beziehungsweise zu den Details, die ihr noch einzeichnen könnt. Und wenn ihr den Hals einzeichnet, gibt es da einen ganz bestimmten Muskel, von dem ihr wissen müsst. Und das ist der Muskel, der sich den Nackenbeuger nennt. An eurem eigenen Hals erkennt ihr den, wenn ihr euer Gesicht nach links und nach rechts dreht. Stellt euch die Nackenbeuger einfach vor wie ein riesiges U. Ich glaube, das hilft wirklich sehr, das Ganze zu visualisieren. Als nächstes radiere ich alle Hilfslinien, die wir vorhin gebraucht haben, komplett aus. Aber auch beim Nackenbeuger tue ich etwas mehr an Strichstärke wegnehmen. Das sieht nämlich sonst etwas sehr muskulös aus, wenn ihr den komplett eingezeichnet habt. Wenn ihr mit euren Haaren immer noch ein bisschen unzufrieden seid, also nicht mit euren, sondern von denen von eurer Zeichnung, dann könnt ihr jeweils ein paar einzelne Strähnen mit dazu zeichnen. Auf die Art und Weise kommt das Ganze immer ein bisschen authentischer rüber. Das Einzige, was ich jetzt noch großartig machen werde an dieser Standardzeichnung, ist, den Schlagschatten zu setzen. Das ist ein sehr krasser schwarzer Schlagschatten unter dem Kinn, für den Anime-Charaktere eigentlich schon sehr bekannt sind.
Aber halt, das war's noch nicht. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr hier noch wirklich euren eigenen Stempel auf diese Zeichnung draufdrücken. Ihr könnt Kleidung zeichnen, ihr könnt verschiedene Art und Weisen zu Schattieren zeichnen. Ich habe hier auf dieser neuen Zeichnung, die ich von demselben Charakter gemacht habe, einfach mal ein neues Hemd dazu gezeichnet. Ich habe links und rechts schattiert, ich habe Schlüsselbeine dazu gezeichnet. Wirklich, the sky's the limit. Ihr könnt hier dazu zeichnen, was ihr möchtet und richtig kreativ werden. Die Standardfigur habt ihr jetzt ja schon mal. Das ist besonders an die Anfänger gerichtet, weil die ja immer sehr entmutigt sind, wenn sie mal was nicht gescheit hinbekommen haben. Freut euch doch einfach mal, auch wenn es jetzt nicht 1:1 so aussieht wie bei mir, einfach mal versuchen und mitzeichnen. Je öfters ihr das macht, desto besser werdet ihr. Glaubt mir, ich hab's auch nicht anders gemacht. Aber das war's schon mit unserem Tutorial. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich dafür, dass ihr alle zugeschaut habt. Wenn ihr möchtet, gibt es auf meinem Kanal noch ein paar mehr Tutorials, die ihr euch anschauen könnt, allerdings zu vorgefertigten Anime-Charakteren. Und links auf dieser Seite seht ihr den Manga, den ich selber gemacht habe, zusammen mit meinem Kumpel. Dort gibt es alles dazu, klickt einfach drauf und lasst euch überraschen, was euch erwartet. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Glaubt mir, ich werde noch sehr viele Videos hochladen und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch findet vielleicht Gefallen daran. Soweit, mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Bis dahin, tschüss.